Das, was du hier vor mir siehst, ist nicht etwa eine missglückte Rundstricknadel, sondern das ist eine absolute Weltneuheit. Jawohl, das ist das Adi Crazy Trio. Das heißt natürlich Adi, weil es von Adi ist und damit ein Qualitätsprodukt aus Deutschland, so wie das sein soll, komplett hier hergestellt. Und es heißt Crazy Trio. Crazy, weil ich es tatsächlich erfunden habe und da habe ich ein bisschen Hirnschmalz rein verwendet und ich bin da ganz stolz drauf. Und Trio, weil es eben 3 Nadeln sind. Das ist ein flexibles Nadelspiel, welches das Sockenstricken revolutionieren wird. Denn diese Nadeln sind durch diesen kurzen Teil in der Mitte hier flexibel und du kannst sie komplett in alle Richtungen drehen, wie du möchtest. Die passen sich durch ihre Flexibilität ganz ergonomisch deiner Hand und deinem Strickverhalten an. Also alles, was du damit machst und was du damit machen möchtest, ist möglich. Du kannst damit kleine Durchmesser stricken oder große Durchmesser bis hin zu kleinsten Durchmessern wie Babysöckchen, denn ich lege die mal so aufeinander. Du kommst hier wirklich in die allerkleinste Runde. Selbstverständlich kannst du damit natürlich auch Pulloverärmel stricken oder Stulpen oder eben alles, was rund ist. Ich zeige sie dir mal so rum. Die sind ausgestattet mit einer Lace-Spitze und einer Standardspitze. Du siehst, die Lace-Spitze ist deutlich länger. Das heißt, mit denen kann man super Lochmuster stricken. Die kann man natürlich auch, wenn man Socken strickt, beispielsweise mit Käppchenferse, dann ist diese Spitze besonders gut, um die Maschen am seitlichen Rand aufzunehmen. Oder natürlich auch super für verkürzte Reihen. Das haben wir mal hier. Das wollen wir an der Stelle gar nicht vergessen. Und wie gesagt, das Schöne ist, die passen sich total ergonomisch der Hand an. Und weil es nur noch 3 sind, hängen 2 im Gestrick. So. Und du hast halt 2 in der Runde und brauchst dadurch nur 2 Nadelwechsel in der Runde, was natürlich das Stricken sehr, sehr vereinfacht und natürlich auch viel schneller macht. Jetzt kommt ein weiterer Vorteil dazu. Du siehst es hier, du brauchst nicht nur 2 Nadelwechsel pro Runde, sondern die rutschen dir dadurch natürlich auch nicht aus dem Gestrick, während du arbeitest. Du musst also keine Angst haben, dass du Maschen verlierst. Und wenn du sie transportieren willst, dann siehst du es hier, dann kannst du die 100%ig und komplett flach hinlegen. Im Gegensatz zum Nadelspiel, was sich ja immer ein bisschen aufbeult, lege ich die einfach flach, kann die wegpacken und mir geht nichts flöten. Ergonomisch, weil ich kann die natürlich so in mein Strickstück hängen. Klar, ich habe das mal hier hinten. Ich kann die aber auch, wenn mich das nervt, die Nadeln zwischen den Händen zu haben, dann drehe ich die einfach weg und habe die so im Strickstück. Das geht auch. Und dieser Socken hier ist komplett mit den Trios gestrickt. Du siehst, hier ist der Übergang von Nadel zu Nadel und egal wohin ich das drehe und wende, hier bildet sich keine Leiter, hier geht nichts auf, nirgendwo an diesem ganzen Socken, was natürlich total toll ist, wenn ich damit stricken möchte. Ich zeige dir jetzt einfach mal, wie das geht, wenn ich damit arbeite. Ich halte also meinen Socken, habe hier eine Nadel, mit der dritten Nadel stricke ich ab. Das Einzige, was dir ein bisschen ungewohnt vorkommen mag, ist, dass hier unten die Nadel schwingt durch ihre Flexibilität, was sie natürlich auch beim Stricken macht, aber da gewöhnst du dich sehr, sehr schnell daran. Wenn ich also abstricke, legt sich die andere Nadel ganz ergonomisch dahin, so wie ich mich beim Stricken verhalte. In meinem Fall ist es jetzt hier zwischen Zeigefinger und Mittelfinger. Manchmal legt sie sich bei mir auch zwischen Ringfinger und Mittelfinger, also so. Und das passt sich ganz, ganz einfach an, so wie du es brauchst. Und wie du siehst, dadurch, dass die flexibel sind,
piekst dir natürlich hier nichts in die Hand, weil es keinen starren Winkel gibt, der vorgegeben ist. Ich kann das also wirklich so weit zusammendrücken, gerade wenn ich jetzt hier kleinste Durchmesser stricke, ne, dann biege ich mir die einfach ganz eng zusammen und die Welt ist super. Wenn die mich hier drin nerven, habe ich ja gesagt, kannst du die auch komplett wegdrücken. Das machen wir jetzt mal. So, zack. Weg sind die. Die liegen jetzt hier also komplett nach hinten weggedrückt und stören mich auch nicht und bilden natürlich überhaupt gar keine Leitern oder sonst irgendwas. Und lassen sich einfach easy und schnell abstricken. Und wie gesagt, nur noch 2 Nadelwechsel in der Runde, was es natürlich besonders bequem macht. Und wie du siehst, strickt sich das hier super ab. Und ich habe schon eine halbe Runde beendet. So. Ich kann also alles machen, was ich damit möchte. Ich kann meine Runde so legen. Oder ich kann meine Runde auch so legen. Beziehungsweise so. Das funktioniert auch. Ja, also egal, was ich damit mache, die machen das, was ich will und die stören mich nicht. Und sie bilden natürlich keine unschönen Übergänge. Diese Nadel hat also ganz, ganz, ganz viele Vorteile. Und ja, ich habe, wie gesagt, daran gearbeitet und ich bin sehr froh, dass Adi das mit mir zusammen entwickelt hat. Und selbstverständlich freue ich mich, wenn du diese Nadel ausprobierst. Für deine Socken, für deine Stulpen, für deine Ärmel. Einen Vorteil habe ich dir noch nicht erzählt. Dadurch, dass sie ja so schön biegsam sind und so schön einfach, kann ich die auch als Zopfnadel verwenden. Ich kann die nämlich reinschieben, dann hängen die im Gestrick. So, und dann kann ich sie abstricken und auch durch diesen flexiblen Teil fällt mir da nichts runter. Also, das Adi Crazy Trio, die Weltneuheit, natürlich ist die geschützt, dein neues Lieblingsnadelspiel beim Sockenstricken, hoffe ich. Ich hoffe natürlich, dass dir mein kleines Video und meine Vorstellung und vor allem auch die Nadeln gefallen haben. Und ich freue mich natürlich, wenn du mir einen Kommentar dazu schreibst, wie du sie findest. Und auch natürlich über Fragen, Wünsche und Anregungen, die du hast. Und es wird noch mehr Videos im Kanal geben, in denen ich dir ein paar Socken mit diesen Nadeln stricke und dir die Vorteile nochmal am Gestrick zeige.